Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für leckere Quarkbrötchen mit Käse überbacken. Dafür als erstes 500 Gramm Weizenmehl und einen gehäuften Teelöffel Backpulver bzw. ein Päckchen in eine Rührschüssel geben, Backpulver und Mehl kurz miteinander verrühren, dann die restlichen Zutaten dazugeben, 500 Gramm Speisequark oder Magerquark. Ich habe hier 20%igen verwendet, außerdem 2 mittelgroße Eier, 1 Teelöffel Salz und zum Schluss noch einen Esslöffel weiche Butter dazugeben. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten verkneten, bis daraus ein glatter Teig entstanden ist, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Den fertigen Teig danach auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls etwas einmehlen, dann nochmal kurz mit den Händen von außen nach innen ziehend durchkneten und wenn das erledigt ist, können wir die Brötchen portionieren, den Teig mit einem Messer oder einer Teigkarte in 12 ungefähr gleich große Stücke teilen und wenn das erledigt ist, formen wir daraus kleine Brötchen, dafür jedes Teigstück unter den Handflächen rund wirken und so zu kleinen Bällchen formen. Das Ganze für die restlichen Teigstücke wiederholen. Die fertig geformten Brötchen jetzt auf 1 bis 2 mit Backpapier ausgelegte Backbleche setzen. Jetzt kommt noch eine großzügige Scheibe Käse oben drüber. Ich habe hier Gouda verwendet. Ihr könnt aber nehmen, was ihr da habt oder euch am besten schmeckt. Und so geht es dann ab in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für 2 Bleche gleichzeitig oder 200 Grad Ober- und Unterhitze für 2 Bleche nacheinander für ca. 20 Minuten. Und so sehen die Brötchen dann nach dem Backen aus. Schön aufgegangen, goldbraun gebacken. Jetzt kurz abkühlen lassen und dann am besten sofort servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.